Stell dir vor, du stehst auf dem Kapitolshügel in Rom. Unter dir erstreckt sich eine Stadt, die so alt ist, dass schon ihre Ruinen Geschichte schreiben. Als die Welt noch nicht einmal wusste, dass sie geformt wurde, hatte diese Stadt bereits begonnen, die Welt zu formen. Doch nicht alles begann hier oben. Es begann unten, am Ufer eines stillen, lehmfarbenen Flusses. Ein Fluss, den die Römer selbst Il Biondo Tevere, also den blonden Tiber nannten. Eine einzige seichte Stelle im Wasser. Eine Furt. Und aus dieser Furt entstand Rom. Lijnen Sie sich krak und bewegen sich mit uns auf einer Reise durch die Historie Roms. Vergesst nicht, unser Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Schreibt uns in den Kommentaren, über welche Stadt wir im nächsten Video berichten sollen. Der Tiber ist ein launischer Fluss. Er entspringt am Monte Fumaiolo im Apennin auf über 1300 Metern Höhe, zwängt sich durch Felsschluchten, durchquert Umbrien und Latium und erreicht nach 406 Kilometern das Tyrrhenische Meer. Irgendwo an seinen Ufern, auf einem der 7 Hügel über dem Wasser, lebten im 10. Jahrhundert vor Christus erste Menschen. Archäologische Funde belegen das. Keine Könige, keine Heere, nur Hirten und Bauern, Sabiner und Latiner, die den Wert dieses Hügels über dem Fluss kannten. Erhöht, verteidigt, nah am Wasser. Im 8. Jahrhundert verdichteten sich diese Dörfer zu etwas, das man Stadt nennen könnte. Und die Legende setzt genau hier ein. 2 Zwillinge, Romulus und Remus, Söhne des Kriegsgottes Mars und einer Priesterin namens Rhea Silvia. Ihr Großonkel Amulius, der sich unrechtmäßig den Thron von Alba Longa genommen hatte, ließ sie als Säuglinge in einem Weidenkorb auf dem Tiber aussetzen. Er wollte sie loswerden. Stattdessen trieb der Korb ans Ufer. Ein Hirte namens Faustulus entdeckte die beiden und zog sie groß. Titus Livius, der große römische Historiker, schrieb diese Geschichte im 1. Jahrhundert vor Christus auf. Und er selbst glaubte ihr halb. Was wir wissen, am 21. April 753 vor Christus, so die Überlieferung, gründete Romulus die Stadt, die seinen Namen trägt. Er zog eine heilige Furche um seinen Hügel. Remus übersprang sie lachend. Romulus erschlug ihn mit den Worten: So moge es jemals gegen, der über meine Mauern springt! Rom begann nicht mit Größe. Es begann mit Bruderblut. Aus diesem blutigen Fundament wuchs über Jahrhunderte etwas Unwahrscheinliches. Zunächst war Rom eine Monarchie. 7 Könige regierten nacheinander, darunter mehrere Etrusker, die der Stadt Straßen, Kanalisation und das erste Forum bescherten. Dann, 509 vor Christus, war das Volk der Könige satt. Der letzte König wurde vertrieben. Rom wurde Republik. Was folgte, war das erste echte Experiment der Geschichte in geteilter Macht. 2 Konsuln statt einem König, ein Senat. Gesetze, die nicht einem einzelnen Mann gehörten, sondern dem Staat. Das System war nicht gerecht. Patrizier und Plebejer kämpften Jahrzehnte um jeden Zentimeter Einfluss, aber es hielt. Und es wuchs. Was Rom von anderen Städten dieser Zeit unterschied, war Disziplin. Die Legionen, die Rom in die Welt schickte, bauten, während sie marschierten. Straßen, Brücken, Lager, die zu Städten wurden. Am Ende des Imperiums zogen sich über 400.000 Kilometer gepflasterter Römerstraßen durch Europa, Nordafrika und den Nahen Osten. Der Tiber wurde zur Schlagader des Reiches. Ochsenkarren zogen Schiffe flussaufwärts nach Rom, beladen mit Getreide aus Afrika, Olivenöl aus Spanien, Marmor aus Griechenland. Der Hügel über der Furt war längst keine Siedlung mehr. Er war die Mitte der Welt. Im Jahr 72 nach Christus begann Kaiser Vespasian mit dem Bau von etwas, das die Welt noch nicht gesehen hatte. Ein Amphitheater, oval, aus Travertinstein und Beton.
fast 50 Meter hoch. 80 Eingänge. Platz für 50.000 Menschen. Fertiggestellt 80 nach Christus. Unter Kaiser Titus. Das Kolosseum. Wer dort hinein wollte, bekam ein Ticket mit einer Zahl. Die Zahl entsprach dem Eingang. Das System war so durchdacht, dass 50.000 Menschen das Gebäude in weniger als 10 Minuten verlassen konnten. Was dort drinnen geschah, war nicht schön. Die meisten Gladiatoren waren Sklaven oder Kriegsgefangene, die keine Wahl hatten. Sie wurden in der Gladiatorenschule Ludus Magnus ausgebildet, direkt neben dem Kolosseum, durch einen unterirdischen Tunnel verbunden. Historiker schätzen, dass über die Jahrhunderte rund 500.000 Menschen und mehr als 1 Million Tiere im Kolosseum starben. Das Westtor des Gebäudes wurde im Volksmund Porta Libitinensis genannt, das Tor der Toten. Durch es wurden die Gefallenen hinausgetragen. Durch das Osttor traten die Gladiatoren ein. Manche nie wieder zurück. Und doch war das Kolosseum für die Römer kein Ort des Grauens. Es war ihr Kino, ihr Stadion, ihr politisches Theater. Kaiser zeigten sich dem Volk. Brot und Spiele, panem et circenses. Wer die Spiele kontrollierte, kontrollierte die Massen. Ein siegreicher Gladiator konnte zum Volkshelden werden. Ein toter Kaiser wurde vergessen. Wer glaubt, das antike Rom bestehe nur aus Marmor und prächtigen Spektakeln, hat seine andere Seite noch nicht gesehen. Denn hinter den Triumphbögen und Tempeln verbarg sich eine Stadt, deren Geruch heute kaum zu beschreiben ist. Rom roch buchstäblich von einem Ende zum anderen. Die Bäcker begannen um 4 Uhr morgens mit der Arbeit. Die Schmiede hämmerten den ganzen Tag. Straßenhändler verkauften ihre Waren mit lauten Rufen und dazwischen Tierdung, Schweiß, Rauch. Es gab keinen Abstand, keine Stille, keine saubere Luft. 1 Million Menschen auf engstem Raum. Was sie nicht sahen, aber jeden Tag spürten, war die Cloaca Maxima. Roms großes Abwassersystem war im 6. Jahrhundert vor Christus unter den etruskischen Königen erbaut worden. Es war ein Steintunnel, breit genug für einen Ochsenkarren, der unter der ganzen Stadt verlief und alles, Abwasser, Schlachtabfälle, Straßenabfälle, direkt in den Tiber leitete. Aus demselben Fluss, aus dem das Trinkwasser aus dem Oberlauf kam. Der Dichter Juvenal schrieb im 1. Jahrhundert nach Christus: In Rom zu schlafen ist das Privileg der Reichen. Die anderen blieben wach, wegen des Lärms, des Gestanks und der Hitze. Und sie warteten auf den Morgen. Unter dieser Stadt lag eine ganze Welt. Tief unter den Straßen gruben die Menschen sich ihren Weg durch den weichen Tuffstein nach unten. Die 12 Tafeln aus dem Jahr 450 vor Christus verboten Bestattungen innerhalb der Stadtmauern. Deshalb wurden die Gräber außerhalb der Mauern angelegt und man drang immer tiefer vor. Die ersten Christen, die verfolgt wurden und keine öffentlichen Friedhöfe hatten, schufen aus diesen Tunneln ein regelrechtes Untergrundreich. Heute wissen Forscher, dass es unter und um Rom herum mehr als 60 Katakomben gibt. Die Länge der erforschten Tunnel beträgt mehrere 100 Kilometer. In diesen Tunneln wurden etwa 750.000 Menschen beigesetzt. Wandmalereien, Inschriften, Grabkammern. Unter der ersten Stadt, eine unsichtbare, stille zweite Stadt. Der Tiber floss oben weiter. Dann kam der Zerfall. Nicht laut, nicht plötzlich, sondern wie das Austrocknen eines Flusses in einem langen, heißen Sommer. Das Weströmische Reich verlor sich über Generationen. Die Grenzen wurden länger, als die Legionen sie noch halten konnten. Die Reichskasse leerte sich durch endlose Kriege. Steuern stiegen. Inflation fraß die Ersparnisse. Korruption fraß den Staat. Die germanischen Völker,
angetrieben vom Druck der Hunnen aus dem Osten, drängten ins Reich. Zunächst als Verbündete, dann als Herren. 410 nach Christus plünderte der Westgotenkönig Alarich die Stadt Rom. Das erste Mal seit 800 Jahren stand eine feindliche Armee auf den Pflastersteinen der ewigen Stadt. Die Welt hielt den Atem an. 455 kamen die Vandalen und am 4. September 476 setzte der germanische Heerführer Odoaker den letzten weströmischen Kaiser ab. Er hieß Romulus Augustulus, ausgerechnet Romulus wie der Erste. Als hätte die Geschichte einen Kreis schließen wollen. Die Insignien des Kaisers wurden nach Konstantinopel geschickt. Das Weströmische Reich existierte nicht mehr. Kein Feuer, kein Knall, nur das Schweigen des Endes. Heute, fast 2000 Jahre später, sitzt Rom noch immer am selben Fluss. Aber was Rom wirklich hinterlassen hat, sieht man nicht in den Museen. Man sieht es überall. Steht man heute Abend auf der Ponte Sisto und schaut auf den Tiber hinunter, sieht man denselben Fluss, den Romulus gesehen hat. Dasselbe gelbliche Wasser, das leise Rauschen. Rom ist nicht ewig geworden, weil es unzerstörbar war. Es ist ewig geworden, weil es nach jeder Katastrophe eine Antwort fand, die größer war als das, was davor gewesen ist. Der Fluss fließt noch. Und mit ihm Rom. Vielen Dank, dass ihr an dieser Reise durch die Geschichte Roms teilgenommen habt. Die Erstellung solcher Videos ist wirklich sehr aufwendig. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Gefällt mir und ein Abonnement freuen. Das trägt wesentlich dazu bei, dass noch mehr Menschen diese Geschichten entdecken können. Schreibt bitte in die Kommentare, über die Geschichte welcher Stadt sollen wir als nächstes berichten.